Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute mache ich Dinkel-Skierbrötchen. Super lecker und super einfach. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Video. So, die Zutaten habe ich hier alle schon mal aufgestellt. Und zwar verwende ich 500 Gramm Dinkelmehl und zwar vom Typ 630. Dann habe ich ein Päckchen Trockenhefe, das sind 7 Gramm. 150 Gramm Skier, Naturskier, dann 190 Milliliter lauwarmes Wasser, ein Teelöffel Salz, ein Teelöffel Zucker und zum Schluss zum Rüberstreuen habe ich noch Dinkelflocken. Ist kein Muss, könnt ihr machen, theoretisch könnt ihr auch Haferflocken nehmen, geht auch. Das war es eigentlich auch schon an Zutaten und dann können wir auch schon gleich loslegen. So, ich verwende heute meine Küchenmaschine, aber selbstverständlich kann man die auch wunderbar mit der Hand kneten, die Brötchen. So, ich nehme jetzt erstmal das Mehl. 500 Gramm Dinkelmehl, ein Päckchen Hefe, unser jetziges Sorgenkind scheint ja Mehl zu sein. Letztes Jahr war das noch Klopapier oder Hefe, aber ich versuche schon seit 2-3 Tagen Mehl zu kaufen und es ist immer ausverkauft, das ist echt der Hammer. Dinkelmehl kann man noch finden. Passt mir, weil ich vertrage Dinkelmehl sowieso besser, aber Mehl ist echt ein Sorgenkind gerade. Dann nehme ich den Zucker, das Salz. Ich rühre das alles mal so ein bisschen um. Dazu kommt der Skier. Und 190 Milliliter lauwarmes Wasser. Das lasse ich jetzt alles gut kneten, so circa 6 bis 7 Minuten. So, ich habe den Teig jetzt 6-7 Minuten kneten lassen. Es ist ein schöner, geschmeidiger Teig. So, jetzt ein Tipp noch. Wenn euch am Anfang die Teigmasse zu trocken vorkommt, dann gebt entweder noch einen Esslöffel Wasser oder einen Teelöffel, 1,5 Teelöffel Skier dazu. Das ist abhängig von der Mehlsorte. Das kann von Mehl zu Mehl unterschiedlich sein. Müsst ihr halt mal gucken. Gegebenenfalls einen Esslöffel Wasser oder noch einen Teelöffel Skier dazu. So, ich habe den jetzt, wie gesagt, 6-7 Minuten kneten lassen. Und jetzt werde ich den abdecken und ungefähr eine Stunde, 1,5 Stunden gehen lassen. So, der Teig ist jetzt wunderbar aufgegangen. Ich werde den jetzt noch ein ganz bisschen durchkneten, sodass die Luft raus kann. Der Teig ist wirklich prima geworden. Ich werde den jetzt noch in gleichmäßige Stücke teilen und dann werde ich die Brötchen formen. So, ich habe jetzt doch 9 Stück rausbekommen und habe schon mal 9 Bälle geformt und jetzt forme ich die Brötchen und zwar mache ich das so, dass ich immer noch mal so ein bisschen von außen nach innen den Teig so ziehe. Hier drücke ich noch mal alles gut fest, dann rolle ich und dann habe ich diese schöne Form. Ich rolle dann immer so von der Mitte nach außen hin und dann entstehen diese Spitzen. Ich forme jetzt alle Brötchen und lege sie dann auf das Backblech und dann können die auch nochmal auf dem Backblech eine Weile gehen.
ich habe jetzt alle Brötchen fertig geformt. Ich streiche die jetzt nochmal alle mit Wasser ein und dann werde ich die Dinkelflocken drüber streuen. So, ich werde jetzt die Brötchen nochmal abdecken und nochmal 15 bis 20 Minuten gehen lassen. Während die Brötchen aufgehen, werde ich schon mal den Backofen vorheizen und zwar auf 250 Grad Ober-Unterhitze. Und in das unterste Regal tue ich eine Schale mit Wasser, damit Dampf erzeugt werden kann. So, die Brötchen sind jetzt 20 Minuten gegangen. Ich werde jetzt noch mit einer Rasierklinge einen Ritz machen. Und dann nehme ich noch so ein ganz bisschen Mehl und streue es rüber. So, die Brötchen sind jetzt bereit für den Backofen. Den hatte ich ja schon vorgeheizt auf 250 Grad Ober-Unterhitze. Und jetzt kommen die guten Teile hier in den Backofen. So, die Brötchen waren jetzt genau 20 Minuten im Backofen und ich muss ehrlich sagen, die sind der Hammer geworden. Es duftet hier unglaublich gut. Also ich freue mich schon, die gleich zu probieren. Ich werde sie jetzt auf ein Kuchengitter tun und noch ein bisschen abkühlen lassen und dann werde ich sie anschneiden. So, die Brötchen sind jetzt ein bisschen abgekühlt. Ich will euch die auch nochmal von nah zeigen. Die sind richtig klasse geworden. Und unten auch klingt schön hohl, also sind die gut durch. Ich werde jetzt auch gleich noch mal eins anschneiden und zeige euch, wie die von innen aussehen. Und ich kann dieses Rezept nur empfehlen, probiert es unbedingt mal aus. Also, wenn euch mein Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und das kleine Glöckchen zu aktivieren, damit ihr keine neuen Videos verpasst. Wir sehen uns dann nächste Woche Mittwoch wieder. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut und tschüss.